Stahl und Edelstahl kann jeder schweißen, aber Aluminium, das ist immer noch was ganz, ganz Besonderes. Das können wirklich nur absolute Profis. Und so eine Aussage ist absoluter Blödsinn. Es gibt heutzutage bezahlbare Schweißtechnik, mit der man wirklich geniale Ergebnisse erzielen kann. Und alles, was du zum Aluminiumschweißen wissen musst, das erfährst du in diesem Video. Und das ist so das Video, das hätte ich mir vor 10, 15 Jahren gewünscht. Dann wäre mir wirklich viel erspart geblieben. Ich musste mir das alles in mühevoller Kleinarbeit selbst erarbeiten. Du kriegst das heute von mir in komprimierter Form. Und Aluminium ist wirklich ein genialer Werkstoff. Der ist korrosionsbeständig, der ist leicht, der sieht optisch gut aus, der lässt sich leicht bohren, der lässt sich leicht sägen. Nur das Schweißen ist so ein bisschen tricky. Und das machen wir halt in diesem Video. Da zeige ich euch wirklich meine gesammelten Tricks, Tipps und natürlich Vorgehensweisen. Da werdet ihr sehen, dass es am Ende des Tages immer noch Übung bedeutet, dass es aber wirklich einfach ist. Und wir fangen ganz normal an mit der Vorbereitung. Da gibt es schon sehr, sehr wichtige Sachen, die man beachten muss. Und dann gehen wir natürlich über die Einstellung, über das Schweißen an sich. Ich habe eine Menge Muster vorbereitet und will euch da eine Menge erklären. Und da gibt es sicherlich viele Sachen, die ihr schon mal gehört habt. Es gibt aber auch viele Sachen, die euch so sicherlich niemand erzählt, wo ihr das absolute Aha-Erlebnis bekommt. Und dann werdet ihr merken, von wegen, dann funktioniert es. Und es gibt nicht nur einen Tipp, den man da wirklich beachten muss. Es gibt so eine komplette Vorgehensweise. Und wenn man das alles einhält, dann merkt man am Ende des Tages, Aluminium-Schweißen ist wirklich einfach. Und eine Schweißnaht ist wirklich immer nur so gut wie die Vorbereitung. Das ist bei Stahl und bei Edelstahl so. Und bei Aluminium ist eine schlechte Vorbereitung wirklich absolut tödlich. Dabei ist es egal, ob ich hier ein altes, verwittertes Rohr habe mit einer dicken Oxidschicht oder ein schönes, niegelnagelneues Aluminiumblech. Alles muss vernünftig vorbereitet werden, dass man wirklich vernünftige Ergebnisse erzielt. Und absolut tödlich ist es, wenn man Schleifmittel mit Korund nimmt. Also Fächerscheiben, Schleifvlies, die haben bei Aluminium nichts verloren. Wenn man damit schleift, dann reibt man das Korund regelrecht ins Material rein und dann kriegt man wirklich übelste Probleme hinterher beim Schweißen. Meine Vorgehensweise ist immer die gleiche und sehr, sehr simpel. Das heißt, ich nehme Edelstahldrahtbürsten oder Messingdrahtbürsten, reinige damit die Bauteile, beseitige damit die Oxidschicht. Wenn ich eine Nahtvorbereitung anschleifen muss, einen Riss ausschleifen muss oder ähnliches, dann ist es so, dann verwende ich gerne Hightech-Fieberschleifscheiben. Da hat man wirklich null Abrieb, hat auch keine Probleme, dass man irgendwo Korund im Material drin hat. Oder ich nehme Fräser oder Frässchleifscheiben. Und so der kleine Geheimtipp für alle, die sparen müssen oder sparen wollen, sind wirklich diese Universal-Diamantschleifscheiben. Die sind ja auch für Metall geeignet. Damit kann man auch Aluminium schleifen, Aluminium vorbereiten. Das ist sogar eine von Action. Die kostet irgendwo 3 oder 4 Euro. Funktioniert wirklich auch. Man sieht das auch schön an diesem Beispiel, das Alurohr, das ist hier wirklich 20, 30 Jahre alt. Das war draußen verbaut, ist schön verwittert. Da gehe ich einmal mit der Drahtbürste rüber, dann sieht das wirklich wieder aus wie neu. Die kleinen Dreiecke, die habe ich mir eben an einer Metallbandsäge zugeschnitten. Und jetzt habe ich hier natürlich immer einen Grat. Und das ist schon mal so der erste wichtige Punkt, dass ich das vernünftig entgrate, entweder mit der Feile oder ich bin hier an den Bandschleifer gegangen, habe das alles vorsichtig abgeschliffen. Und jetzt ist es so, muss man nicht unbedingt machen bei so gut vorbereiteten Materialien oder niegelnagelneuen Materialien. Ich mache es in der Regel trotzdem immer. Das heißt, ich bürste es nochmal über. Und da kann man ruhig vor und zurück arbeiten. Wichtig ist, dass man am Ende nur noch in eine Richtung arbeitet, weil man löst hier dieses Oxid, man löst verschiedene andere Stoffe, die hier drauf sind. Und wenn man die nicht rausbürstet am Ende, dann sind die doch teilweise noch auf dem Material und das merkt man wieder beim Schweißen. Ist auch so eine Sache, habe ich früher immer gedacht, ist alles Blödsinn, braucht man nicht. Aber wenn man erst mal den Unterschied merkt und sich das auch wirklich mal vorsichtig anguckt, dann merkt man dieses 2-, 3-mal hinterher in eine Richtung bürsten, dass man da alles rausbürstet aus dem Material. Das ist wirklich so wichtig. Und das Ganze macht natürlich Arbeit, das muss man immer ganz klar sagen. Es ist einfacher, es einfach so zusammenzubraten, aber man kriegt hier halt deutlich bessere Ergebnisse. Und dann kommen wir schon zum Schweißen. Vorher müssen wir uns natürlich erst unser Gerät einstellen und das machen wir mal. So, zu den Einstellungen. Die grundlegende Schweißrampe ist wirklich immer bei allen Geräten identisch. Ich habe gerade das Gerät hier als Testgerät, darum zeige ich euch das mal. Das ist auf AC gestellt, also Wechselstrom. Dann sind wir ganz normal beim Wickschweißen. Ich bin im Viertakt und dann habe ich natürlich hier eine Schweißrampe, die ich einstellen muss. Ich habe eine 0,4 Sekunden Gasvorströmzeit.
Die Geräte von Stahlwerk, die haben Hot Start, da habe ich 100 Ampere. Das zeige ich euch gleich mal. Das macht es wirklich knackig, damit zu zünden. Ich habe dann 30 Ampere Startstrom, halbe Sekunde Stromanstieg, dann bin ich beim Schweißstrom. 2 Sekunden geht es wieder bergab, 30 Ampere Endstrom und dann habe ich 5 Sekunden Gas-Nachströmzeit. Also kann jeder ganz einfach nachvollziehen, was ich hier euch erkläre. Jetzt hat man hier noch die speziellen AC-Einstellungen und das ist natürlich einmal die Frequenz, wie oft es vom Positiven ins Negative wechselt. Bin ich immer so zwischen 60 und 80 Hertz. Dann hat man die Balance, bin ich immer zwischen 30 und 40%. Und dann hat man hier den Reinigungsstrom. Das ist genauso wie der Hot Start, relativ spezifisch für Stahlwerkgeräte. Und diesen Reinigungsstrom, ich setze den erstmal immer auf 0. Und wenn man die Oxidschicht nicht richtig aufbricht, dann kann man das ganz langsam zustellen. Aber Grundeinstellung ist bei mir 0 und damit ist das Gerät schon perfekt eingestellt. Und damit kann man wirklich anfangen, Aluminium zu schweißen. Jetzt ist natürlich noch ein zentraler Punkt. Welche Wolfram-Elektrode verwenden wir? Gold geht, Grün geht. Ich nehme immer wirklich Pink. Das ist eine Pinke in 2,4 mm. Ich drücke schon mal einmal drauf. Hört man, das Schutzgas strömt. Und jetzt ist wirklich der zentrale Punkt. Darum nehme ich auch Pink, weil Pink kann ich für Stahl nehmen, kann ich für Edelstahl nehmen und für Aluminium. Und Pink hat halt auch die Eigenschaft, dass es eine vernünftige Kalotte bildet. Und ich habe meine Wolfram-Elektrode vernünftig angeschliffen. So, jetzt zünden wir hier einmal. Und jetzt sieht man, das ist schon mal der zentrale Punkt zum Aluminiumschweißen. Die Nadel hat sich vorne so abgerundet. Das ist die sogenannte Kalotte. Die ist richtig, richtig schön geworden. Und das ist so die absolute Grundlage, um vernünftig Aluminium zu schweißen. Dass das Gerät das kann und dass die Wolfram-Elektrode das kann. Und damit kann man richtig schön Aluminium schweißen. Wer jetzt aufgepasst hat, der hat gemerkt, von wegen, das Gerät hat richtig schön gezündet, ist in Zündstrom gegangen, hat nicht irgendwo geflackert. Und das ist diese Einstellung Hot Start. Das haben wirklich nur die Stahlwerkgeräte und ganz wenige andere Hersteller. Und da stellt man wirklich einen knackigen Wert ein. Ich habe da 100 Ampere und dann zünden die Geräte unglaublich gut. Also hat man bei vielen Geräten, dass das immer so flackert. Da fehlt dann einfach die Zündenergie. Hier hat man so einen knackigen kleinen Impuls. Und dann kann man hier vernünftig zünden. Das ist jetzt die Grundlage. Und jetzt muss man zum Aluminiumschweißen wirklich das Wichtigste verstehen. Aluminium ist ein Werkstoff, der leitet unwahrscheinlich gut die Wärme. Und wenn der kalt ist, dann habe ich ein Riesenproblem, den Werkstoff aufzuschmelzen. Dann wird die ganze Wärme abgeleitet. Und wenn ich einen kalten Aluminiumwerkstoff habe, dann muss ich deutlich, deutlich mehr Leistung nehmen, als dass ich irgendwo einen warmen Werkstoff habe, an dem ich schon geschweißt habe oder der in der Sonne lag. Und jetzt kann man natürlich irgendwo damit spielen, dass man das Ganze vorwärmt. Das macht irgendwann natürlich auch Sinn. Aber in der Regel gehe ich so vor, dass ich einfach ein bisschen mehr Leistung wähle. Und dann nehme ich zum Beispiel 120 Ampere. Das ist hier 3 mm Material. Und dann ist der zentrale Punkt, dass ich hier wirklich so lange warte, bis der Werkstoff vernünftig aufschmilzt. Ich habe hier diese Dreiecke einfach mal zusammengestellt, habe die dann angefangen zu heften und der zentrale Punkt ist wirklich, dass man sieht, wie der Werkstoff aufschmilzt. Und das kann ich euch natürlich hier auch richtig schön dran zeigen. Das heißt, ich zünde auf meinem Werkstoff und dann sieht man erstmal so eine krustelige Oberfläche. Und irgendwann, da wird diese Oberfläche dann extrem glänzend. Und das ist der Punkt, an dem man erst anfangen kann, Aluminium zu schweißen. Das ist so einer der wirklich zentralen Punkte. Und ich habe verschiedene Qualifikationen, Ausbildungen zum Schweißen gemacht. Das hat mir wirklich nie einer erklärt. Das habe ich wirklich selber irgendwann für mich entdeckt. Und das erzählen dir irgendwelche alten Schweißer. Das erzählt dir aber kein komisches Lehrbuch. Das erzählt dir auch kein Vortrag irgendwo. Die erzählen dir irgendeinen Blödsinn, aber das leider nicht. Das heißt, die Oxidschicht bricht irgendwann auf. Und wenn die nicht aufbricht, du nicht dieses klare Schmelzbad irgendwann siehst, dann hast du einfach zu wenig Leistung. Ja? Das heißt, da muss man einfach mit der Leistung spielen. Und wenn es ein Material ist mit einer großen Masse, das muss gar nicht die Materialstärke sein. Wenn es ein sehr großes Bauteil ist, dann muss man halt auch mal richtig Leistung nehmen. Und ich habe das eben auf diesem Musterblech gefilmt und hier sieht man das auch richtig schön. Hier ist die Oxidschicht nicht aufgebrochen. Da ist alles nur so krustelig von der Oberfläche. Und hier, das ist der Moment, wo das Ganze so richtig aufklart.
Und da ist die Oxidschicht aufgebrochen und da fängt man an, wirklich den Werkstoff aufzuschmelzen. Und das ist der Punkt, den wir erreichen müssen und erreichen wollen, damit wir vernünftig Aluminium schweißen können. Und das ist dieser eine zentrale Punkt, den man wirklich sich verinnerlichen muss, den man verstehen muss, den man auch sehen muss. Dafür braucht man natürlich einen vernünftigen Schweißhelm, vernünftige Sichtbedingungen, das ist wichtig. Aber dazu gibt es verschiedene Videos mit Schweißhelm, kann ich hier unten noch mal verlinken mit der Sicht. Aber das ist wirklich der zentrale Punkt. Und wenn man das nicht sieht, ne, dann schweißt man hier auf so einer Oxidschicht, also völliger Blödsinn. Und wenn man das sieht und richtig den Werkstoff aufschmilzt mit der richtigen Einstellung, der richtigen Leistung, dann sieht man, dass man den Werkstoff aufschmilzt und dann kann man auch wirklich vernünftig schweißen. Und jetzt habe ich erstmal ohne Ende so kleine Pyramiden geheftet. Das ist so ein kleines Projekt, da können wir schön dran schweißen üben, da können wir viele Sachen sehr schön dran verdeutlichen. Und das Heften, da kommt natürlich der nächste Punkt ins Spiel. Ich brauche einen Schweißzusatz. Wenn ich Aluminium hefte, dann nehme ich immer einen sehr dünnen Schweißzusatz. Der ist hier gerade mal 1,6 mm stark. Das ist ein ALMG 5. Und normal zum Schweißzusatz muss man immer wissen, man muss natürlich wissen, was hat man für einen Grundwerkstoff. Und wenn man das bei Aluminium nicht weiß, verwende ich eigentlich immer ALMG 5. Normal, wenn man weiß, was man hat, dann guckt man in die Tabellen von den Herstellern, wo man das bestellt. Und dann steht dann meistens geeignet für den und den und den Werkstoff. Ansonsten googelt man den Werkstoff ganz einfach und schreibt dazu Werkstoffdatenblatt. Und dann kriegt man da auch die richtigen Ergebnisse, sucht sich den richtigen Zusatz. Zum Heften nehme ich immer einen sehr dünnen, um möglichst kleine Heftpunkte zu erzielen. Und zum Schweißen nehme ich hinterher immer ein bisschen stärkeren. Das ist ein 2,4er, den nehme ich wirklich am liebsten. Alles ALMG 5, nichts Besonderes. Und damit kann man wirklich vernünftig Aluminium schweißen. Und wenn ich die Bauteile hier geheftet habe, die muss man sich immer so ein bisschen positionieren. Und dann heftet man das Ganze und dann sieht man, man hat hier auch so kleine Ränder. Und das ist natürlich der nächste wichtige Punkt. Wenn ich diese Ränder einfach überschweiße, dann ist das auch wieder unschön. Das funktioniert schlecht, das führt zu Problemen. Darum, wenn ich sowas geheftet habe, bevor ich es wirklich schweiße, reinige ich es auch wieder mit der Messingdrahtbürste. Und dann kriegt man so ein richtig schönes, sauberes Ergebnis. Und sowas kann man dann wirklich auch problemlos im nächsten Punkt schweißen. So, ich habe jetzt 6 kleine Hüte und die möchte ich erstmal schweißen. Wunderschöne Ecknähte. Und wenn ich die jetzt schweißen will, mache ich es mir so einfach wie möglich. Ich positioniere mir das ganz einfach hier auf dem Kupferblech. Das habe ich so hingesetzt, dass die Ecken hier seitlich aufliegen. Kann ich das wunderbar schweißen. Jetzt ist natürlich die Frage, von hier nach da oder von da nach hier. Und da gibt es eine ganz einfache Grundregel, immer von der geringsten Masse zur größten Masse. Das heißt, von der Spitze fange ich an, gehe nach hier oben. Hier unten kann ich sehr schnell ein Schmelzbad bilden und hier oben habe ich nicht die Gefahr, dass mir alles wegläuft. Würde ich hier anfangen, dauert es länger, bis ich das hier aufschmelze. Das ist Punkt 1, nicht ganz so wichtig. Punkt 2 ist aber, die Ecke hier unten läuft mir relativ schnell weg. Und darum fange ich immer hier unten an, gehe nach hier oben, habe mir das schön hier ideal positioniert, kann mich hier schön hinsetzen und dann kann ich diese 6 kleinen Pyramiden erstmal schweißen. Und wenn man sich das so vorbereitet hat, dann ist das vom Schweißen her wirklich eine sehr, sehr einfache Sache. Ich lasse sowas nie nur verlaufen. Ich nehme immer ein bisschen Zusatz, weil sonst hat man beim Aluminium immer die Gefahr, dass es hinterher reißt. Aluminium sollte man also wirklich nie ohne Zusatz schweißen. Aluminium sollte man in der Regel auch nicht spotten oder dergleichen. Immer wirklich schön mit Zusatz schweißen. Jetzt auch wieder hier eine ganz einfache Vorgehensweise. Ich habe ungefähr 4-5 mm Abstand. Ich zünde, ich bin ja im Viertakt. Ich habe erst einen Zündstrom, dann lasse ich los. Dann schmilzt mein Werkstoff langsam auf. Ich habe hier für 3 mm 110 Ampere und dann schweiße ich ganz in Ruhe. Kann ich hier ganz in Ruhe schweißen, immer einen Tropfen Zusatz, immer ein Stück weitergehen, Tropfen Zusatz, immer ein Stück weitergehen. Und diese Ecknähte, das ist wirklich eine schöne Sache für Einsteiger, um dann ein gutes Gefühl für den Werkstoff zu kriegen. 4-5 mm Abstand, nicht zu dicht reingehen, dann hat man wie so kleine Explosionen. Wenn man zu weit weggeht, dann hat man irgendwann so einen grünen Schimmer, dann stimmt die Gasabdeckung nicht mehr. Also meine Range ist ungefähr 4 bis 6, 8 mm. So in dem Bereich sollte man sich hier wirklich bewegen und das kriegt man, wenn man das sich so schön positioniert, auch als Einsteiger wirklich gut hin. Und dann schweißt man einfach mal eine Naht nach der anderen und dann kriegt man ein richtig gutes Gefühl dafür. Das ist wirklich wichtig, dass man das Ganze vernünftig übt, dass man für das Schweißen von Aluminium ein vernünftiges Gefühl bekommt.
Um gerade bei den Ecknähten eine bessere Kontrolle der Schweißnaht zu haben, kann man den Puls benutzen. Das heißt, ich schalte hier Puls ein, dann habe ich 120 als oberen Strom, 60 als unteren Strom, habe eine Frequenz von 1 Hertz und eine Gewichtung von 50-50. Das heißt, ich habe einmal immer Leistung da, einmal ist die Leistung weg. So kann ich den Werkstoff vernünftig aufschmelzen. Ich habe aber nie das Problem, dass mir der Werkstoff richtig wegläuft. Das ist eine schöne Funktion, die kann man wirklich gerade bei diesen Ecknähten richtig schön nutzen. Und wenn man 6 von diesen wunderschönen Pyramiden fertig hat, dann kann man die ganz einfach zusammensetzen, kann die außenrum heften und hat hier ein wunderschönes Übungsstück, wo man dann Kehlnähte schweißen üben kann. Und das habe ich hier auch ganz einfach mal gemacht. Und Kehlnähte sind dann immer so der nächste Schritt. Das heißt, wenn ich Aluminium schweißen lernen möchte, dann nehme ich mir erstmal ein Blech, ziehe ganz normale Strichlagen, dann gehe ich weiter zu Ecknähten. Das kann man an den Pyramiden üben oder man nimmt hier einfach so einen von diesen Würfeln, braucht man einfach auch nur 6 quadratische Bleche, kann das Ganze zusammensetzen. Und der nächste Schritt sind dann natürlich die Kehlnähte. Das kann man hier dran üben oder natürlich auch an so einem Würfel. Da zeige ich euch das ganz einfach mal dran. Das heißt, wir haben den Würfel vernünftig sauber gemacht. Ich habe mir 6 kleine Vierkantrohre abgeschnitten. Kann man hier die 40 x 40 nehmen oder eine Nummer größer nehmen, wie man das möchte. Oder man schweißt erst innen, schweißt dann hier außen nochmal einen drüber. Und da ist dann halt natürlich der nächste Schritt, wie schweiße ich beim Aluminium am besten Kehlnähte. Und da gibt es einen ultimativen Trick, der funktioniert wirklich so gut. Und ich habe das mal den Alu-Trick genannt. Dafür gibt's auch, oder dazu gibt es ein Video, das kann ich hier am Ende noch mal verlinken. Das heißt, wenn ich den Werkstoff aufschmelzen will, dann habe ich oft Probleme. Und bei einer Kehlnaht wird das Ganze noch mal deutlich schwieriger. Und da gibt es eine ganz einfache Vorgehensweise. Ich schweiße ja mit so einem Wickgerät im Viertakt. Das heißt, ich drücke drauf, habe einen Startstrom und lasse dann los und habe einen Schweißstrom. Und dann kann man bei modernen Geräten den Startstrom ganz einfach so erhöhen, dass ich da viel mehr Leistung habe. Ich drücke dann also auf meinen Taster drauf, halte den gedrückt, habe gleich einen extrem hohen Startstrom und der schmilzt mir innerhalb von Sekunden den Werkstoff vernünftig auf. Ich kann vernünftig anfangen zu schweißen, lasse dann irgendwann los, wenn es zu stark aufschmilzt. Und dann kann man schön bis zu Ende weiterschweißen. Das ist also wirklich der ultimative Trick und der macht das Alu-Kehlnahtschweißen wirklich viel, viel einfacher. Und viele, die Probleme hatten, das nicht hingekriegt haben, die haben es mit diesem einfachen Trick problemlos hingekriegt. Und das zeige ich euch natürlich auch am Gerät, wie man das wirklich bei jedem Gerät einstellen kann. So, ich habe jetzt hier mein Wick-Schweißgerät, ganz normal Wick ohne Puls. Für Kehlnähte würde ich nie einen Puls verwenden. Und dann kann man hier einfach von dem normalen Schweißstrom 120 Ampere in den Startstrom runtergehen. Das ist hier auch alles vernünftig deutsch bezeichnet. Und dann dreht man hier einfach auf. Und hier kann man bis zu 200 Ampere hochgehen. Wir nehmen mal 140 Ampere, also ungefähr so 10-20% mehr. Und dann ist das Gerät schon eingestellt. Und die Einstellungen findet ihr natürlich alle auch auf meiner Wick-Werkstattkarte. Die verlinke ich hier unten in der Beschreibung. So, jetzt kann ich euch das hier richtig schön im Detail zeigen. Das heißt, wir positionieren uns mit unserem Brenner. Wir haben ungefähr 6-7 mm Abstand. Wir zünden und dann schmilzt langsam der Werkstoff auf. Wir halten den Taster gedrückt in dem Moment und warten, bis wir ein schönes Schmelzbad haben. Dann geben wir Zusatz zu und dann gehen wir damit langsam weiter. Man braucht hier wirklich am Anfang immer Geduld und muss wirklich gucken, was da passiert. Nicht wahllos irgendwo einen Zusatz zu geben. Und wenn man dann irgendwann merkt, von wegen, ich schmelze den Werkstoff vernünftig auf, dann lasse ich den Taster einfach los. Und dann bin ich von meinen 140 hier in diesem Beispiel auf 120 zurück. Und dann kann ich hier bequem bis zum Ende zu Ende schweißen, ohne dass mir alles wegläuft. Kann das Ende hier auch noch schweißen, drücke dann wieder drauf, lasse los und dann habe ich so eine wunderschöne Naht geschweißt. Wichtig ist wirklich, vernünftig den Werkstoff aufschmelzen. Je nachdem, welches Bauteil größere Masse hat oder welches schon mehr Wärmeenergie in sich hat, wird das auch unterschiedlich sein vom Aufschmelzen her. Da muss man einfach den Brennerwinkel ein bisschen korrigieren, gucken, dass man schön beide Flanken aufgeschmolzen hat und dann ist das Kehlnahtschweißen von Aluminium genauso einfach wie das Kehlnahtschweißen von Stahl oder Edelstahl.
Und den Begriff einfach will ich natürlich nicht überstrapazieren, aber man sieht mit diesen Tipps und Tricks, da ist es wirklich möglich. Und ich bin mir sicher, es ist für jeden möglich, der das Ganze umsetzt, der auch anfängt zu üben. Und das sind wunderschöne Übungsstücke. Also es sieht wirklich toll aus, ist auch mal eine richtig schöne Sache. Und diese Würfel sowieso. Ich habe jetzt noch ein Rohr hier gleich anzuschweißen, das mache ich gleich auch noch, weil mir das so viel Spaß macht hier heute. Und das sind wirklich bildschöne Kehlnähte. Und das ist mit der Vorgehensweise wirklich mit ein bisschen Übung für jeden möglich. Wichtige Grundlage ist natürlich immer ein vernünftiges WIC AC/DC Schweißgerät. Ich habe heute von Stahlwerk das AC/DC WIC 200 Puls Pro. Ist aus meiner Sicht wirklich eins der besten WIC AC/DC Schweißgeräte im bezahlbaren Bereich. Und damit wird es natürlich auch noch mal deutlich einfacher. Das Gerät hat auch die Möglichkeit für einen Fußschalter. Vielleicht machen wir da auch noch mal ein Video zu. Könnt ihr noch mal unterschreiben, wenn euch das interessiert. Das Gerät hat viele tolle Einstellungsmöglichkeiten. Habe ich alles erklärt. Wie gesagt, diesen Reinigungsstrom nur sehr sanft einsetzen. Ich habe ihn jetzt die ganze Zeit bei 0 gehabt. Und dann kann man damit wirklich tolle Ergebnisse beim Schweißen erzielen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Gerät verlinke ich natürlich hier unter, genauso wie eine WIC-Werkstattkarte und noch ein paar andere Informationen zum Aluminiumschweißen. Bis dann, euer Manni.